Wir werden schon wieder verarscht. Wie soll ein Rentner mit weniger als 1.000 Euro im Monat auskommen? 10% Inflation, damit ist eine Armutswelle im Anmarsch. Es ist eigentlich noch schlimmer, denn eine galoppierende Inflation von weit mehr als 10% ist bereits im Kommen. Und was rutschte dem hinterlistigen Olaf Scholz raus? Das erfahrt ihr am Ende des Videos. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und ich berichte hier über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch hier unter diesem Video auch den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner. Nach Angaben des Bundessozialministeriums stehen jedem 5. Rentner weniger als 500 Euro im Monat zur Verfügung. Laut der Deutschen Rentenversicherung erhielten im Jahr 2021 im Durchschnitt die Männer bei Eintritt in die Altersrente gerade mal 1.203,53 Euro. Die durchschnittliche Altersrente bei Frauen betrug 856,05 Euro. Von diesen ohnehin schon geringen Einkommen werden noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und eventuell Steuern abgezogen. Ja, ihr habt richtig gehört, Steuern. Bei Renteneintritt im Jahr 2021 fallen bereits bei einer Bruttorente von 1.200 Euro Steuern an, wenn man nichts abzusetzen hat. Da bleibt zum Leben ja nichts mehr übrig, denn es reicht ja gerade mal zum Überleben. Es gibt derzeit rund 21 Millionen Rentner in Deutschland. Davon sind ja gut 20% der über 80-Jährigen von Armut betroffen und keine andere Bevölkerungsgruppe ist so stark von der Altersarmut betroffen wie die Menschen generell über 65 Jahre. Im Jahr 2021 hatten gut 25% der Rentner ein Nettoeinkommen von unter 1.000 Euro. Fast 20% der Rentenbezieher hatten im Jahr 2021 sogar unter 500 Euro Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Und abgesehen von den Rentnern kann jeder dritte Deutsche keine Spontanausgaben stemmen. Dennoch steigt das Risiko der Altersarmut rasant. Ein Leben an der Armutsgrenze bedeutet ja nicht nur finanzielle Sorgen zu haben. Es mangelt ja oft auch an Sicherheit und gesellschaftlicher Teilhabe. Ohne entsprechende finanzielle Mittel gestaltet sich ja zum Beispiel auch eine ausgewogene Ernährung oder eine vollumfassende medizinische Versorgung als schwierig. Geht dann im Haushalt mal etwas kaputt, wie zum Beispiel ein technisches Gerät, fehlt das Geld, um es zu ersetzen. Geld für Geschenke oder gar Ausflüge ist schon gar nicht übrig. Als Folge ziehen sich die Betroffenen zurück und vereinsamen. Das ist einfach schrecklich. Einsamkeit und soziale Isolation erhöhen das Krankheitsrisiko. Demzufolge sinkt natürlich auch die Lebenserwartung. Es ist eine Verkettung von negativen Folgen. Was lässt sich gegen die Altersarmut unternehmen? Ja, es gibt da leider nur wenige Möglichkeiten, um deinen finanziellen Status zu verbessern. Neben Tafeln und Kleiderkammern fahren Kältebusse durch Städte und versorgen Bedürftige ja mit einer warmen Mahlzeit, Getränken und Kleidung. Das war es auch schon. Der hinterlistige Olaf Scholz weiß laut seiner eigenen Aussage, dass es 16 oder über 16 Millionen Menschen in Deutschland gibt, die an der Armutsgrenze leben. Dennoch will er die Ukraine weiter finanziell unterstützen und holt immer mehr fremde Menschen ins Land, die sich auf unsere Kosten ausruhen. Was denkst du darüber? Am Tag der deutschen Einheit galten seine Worte mehr den Ukrainern als den Deutschen. Hohe Energie- und Lebensmittelpreise sorgen für große Unsicherheit, nicht nur für Rentner. Das sorgt insgesamt für eine
Armutsquote von 16,6%. Und der Bundeskanzler, der kennt diese Zahlen aus dem aktuellen Armutsbericht. Aber vielleicht kann er sich ja nicht mehr daran erinnern, der gute Olaf, wenn es um das deutsche Volk geht. Weißt du eigentlich schon, was sich ganz krass beim Minijob geändert hat? Dann guck gleich mal rein.